Herzlich willkommen zu einem neuen Tina Hase DIY Video. Heute zeige ich euch super einfache und günstige Anime- und Manga-Deko-Ideen. Wenn ihr Lust auf mehr Deko-Ideen für euer Zimmer, für euer Zuhause habt, dann schreibt mir das super gerne in die Kommentare rein. Dann überlege ich mir noch mal mehr Sachen. Ich bin da immer so ein bisschen unsicher, ob ihr Lust auf Dekoration habt. Deswegen schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt auch an. Ich zeige euch 3 Ideen für Manga- und Anime-Dekoration. Für die erste Idee brauchst du lufttrocknende Modelliermasse. Diese knetest du als erstes schön weich und dann rollst du sie mit einem Nudelholz oder mit so einer Acrylrolle erst einmal flach. Anschließend stichst du kleine Herzchen aus. Ich mache das hier mit einer ganz normalen Plätzchenform. Und dann nimmst du alles, was außenrum übersteht, erst einmal ab. Jetzt nimmst du dir eine kleine spitze Schere oder eine Nadel und stichst oben und unten in die Herzen kleine Löcher rein. Und dann lässt du die Modelliermasse erst einmal aushärten. Alles, was hier übersteht und scharfe Enden, kannst du mit einer ganz normalen Nagelfeile zurechtfeilen. Dann nimmst du dir Manga-Bilder, zum Beispiel aus Leseproben, und schneidest die passend zu deinen Herzen zurecht. Dafür kannst du die Herzen einfach auf die Leseproben legen, mit einem Bleistift drumherum malen und sie anschließend ausschneiden. Und diese Bilder klebst du dann mit einem Bastelkleber auf deine Modelliermasse-Herzen drauf. Du kannst das natürlich von beiden Seiten machen. Ich habe hier nur eine Seite beklebt, weil das für meine Zwecke ausreicht. Und wenn der Bastelkleber dann komplett getrocknet ist, dann nimmst du dir wieder deine spitze Schere und stichst die Löcher durch deine Leseprobenbilder einfach noch einmal nach. Jetzt nimmst du dir einen Pappstrohhalm und ein Band oder einen Faden, denn hieraus wollen wir jetzt so eine Art Mobile basteln. Als erstes schneidest du dir genauso viele Bänder zu, wie du Herzen hast, und diese Bänder fädelst du dann als Aufhängung durch deine Herzen hindurch. Dann machst du einen Knoten rein und schneidest das abstehende Band einfach ab. Und dann kannst du den Faden so um deinen Strohhalm wickeln, wie ich das hier mache, und knotest den dann auch fest. Anschließend nimmst du dir ein nächstes Band und das fädelst du unten durch dein Herz hindurch, machst einen Knoten am Ende und fädelst das andere Ende durch ein anderes Herz durch. Dann machst du wieder einen Knoten rein und wiederholst das Ganze auch noch mit einem dritten Herzen. Und so kannst du dir alle Manga-Bilder-Herzen an deinen Strohhalm auffädeln. Zum Schluss nimmst du dir noch einen längeren Faden und den ziehst du hier so durch deinen Strohhalm hindurch. Dann verknotest du die beiden Enden oben und machst dir so eine Aufhängung für dein Manga-Mobile. Und für die nächste Idee brauchst du so eine kleine Leinwand. Da trägst du als erstes Acrylfarbe auf. Nimm da ruhig deine Lieblingsfarben oder Farben, die du super gerne magst. Und diese Farben verstreichst du dann ganz grob mit deinem Pinsel und lässt sie erst einmal trocknen. Als nächstes nimmst du dir ein Bild von einem Anime oder Manga und da malst du die komplette Rückseite mit einem Bleistift an. Dann drehst du das Bild um und positionierst es so auf deiner Leinwand, wie du es später haben möchtest, und malst alle Konturen mit einem Bleistift oder einem Kugelschreiber nach. Durch den Bleistiftabrieb auf der Rückseite überträgst du das Bild so auf deine Leinwand. Du könntest alternativ natürlich auch ein Kohlepapier benutzen, aber das mit dem Bleistift ist einfach ein richtig cooler Hack, wenn du kein Kohlepapier zur Hand hast. Als nächstes malst du die Bleistiftkonturen einfach mit einem Filzstift oder mit einem Fineliner nach. Anschließend kannst du dir noch so einen Korrekturstift nehmen oder du nimmst einen weißen Lackmarker, was du gerade da hast. Und damit kannst du jetzt weiße Stellen wie die Glanzpunkte in den Augen oder andere Details, die weiß sind, einfach an- und nachmalen.
Ich male hier auf den Hintergrund noch ein paar Sterne auf und dann ist meine Leinwand auch schon fertig. Weil ich gerne ein cooles Deko-Set haben wollte, habe ich mir hier noch eine zweite Leinwand mit einem passenden Bild gemacht. Und für die letzte Idee brauchst du hier so einen Korkuntersetzer. Diesen Untersetzer malst du als erstes mit weißer Acrylfarbe an, damit du eine Grundierung hast. Und wenn diese Grundierung dann getrocknet ist, dann schneidest du dir Manga-Bilder aus. Ich habe mir hier welche zum Manga Die Legende von Asfareo ausgeschnitten und diese platziere ich erst einmal grob auf meinem Untersetzer. Wenn dir die Anordnung der Bilder gefällt, dann trägst du etwas Bastelkleber auf deinen Untersetzer auf und verstreichst diesen mit einem feuchten Pinsel. Jetzt klebst du die Manga-Bilder einfach auf und verstreichst mit einem kleinen Borstenpinsel noch ein bisschen Kleber unter den Bildern, die noch nicht haften oder wo Bilder überlappen. Durch den angefeuchteten Pinsel lässt sich der Kleber richtig schön verstreichen und die Manga-Bilder feuchten auch etwas durch. Dadurch kannst du hier an der Seite einfach die Bilder abreißen und erhältst so eine gleichmäßige Kante. Alles, was jetzt hier noch absteht, kannst du einfach mit einem Pinsel und etwas Kleber bestreichen und so richtig schön auf der Kante von deinem Untersetzer ankleben, sodass nichts mehr übersteht. Und dann hast du eine richtig coole Manga-Pinnwand. Ich hoffe wie immer, dass euch die DIY-Ideen Spaß gemacht haben, dass etwas dabei ist, was ihr gerne selber basteln möchtet. Schreibt mir unbedingt noch in die Kommentare, welches heute dein Lieblings-DIY war. Ich fand die Pinnwand mit Asfareo schon richtig cool, obwohl ich sagen muss, dass ich unheimlich gerne mit Modelliermasse arbeite. Also dieses Mobile mit den Herzen finde ich auch richtig schön. Und vergesst natürlich nicht, dem Video einen Daumen zu geben, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen beim nächsten DIY-Video. Bis dann!